Ich habe gestern einen spannenden Workshop hier in meinem Atelier gegeben zum Thema Zentralperspektive oder auch Frontalperspektive. Wir haben also einen Raum gezeichnet und du siehst hier einige Objekte in der Frontalperspektive angeordnet, die auf einen Fluchtpunkt zulaufen. Aber was passiert jetzt, wenn sich dort die Gegenstände in eine Übereckperspektive hinstellen? Also einfach, wenn wir die Gegenstände im Raum beginnen zu drehen. Haben sie denn noch einen Fluchtpunkt oder haben sie mehrere? Lass uns das jetzt gemeinsam rausfinden. Los geht's! Also, lass uns einen Raum zeichnen und dort Gegenstände platzieren. Also zuerst, du kannst gerne mitzeichnen, zuerst zeichnen wir die Begrenzung des Raumes, also die Dimension. Wir zeichnen dann die Diagonalen rein, die liegen genau gegenüber, weil wir halt die Frontalperspektive haben. Wir legen uns die Horizontlinie fest, legen den Fluchtpunkt 1 in die Mitte und zeichnen uns hier die Begrenzung des Raumes ein. Ja? Also wir zeichnen jetzt die Decke ein und die Seitenwände. Und du siehst von der Perspektive aus, stehen wir genau oder haben wir das Gefühl, genau mittig im Raum zu stehen. Ja? Also direkt davor stehen wir sozusagen. So, wir haben also gesagt, wir stellen uns hier mal einen Tisch hin, der halt parallel zur Bildebene, das ist diese, steht, ja, also nicht groß verdreht ist. Ja. Praktisch so vor uns steht, wenn man so will, mit der langen Seite, aber nicht über Eck steht im Raum. Ja, das zeige ich gleich noch genauer. Also, ganz wichtig ist erstmal, wenn du Objekte zeichnest, dass du hier diesen Fluchtpunkt festlegst und alle anderen Linien und Ausrichtungen richten sich nach diesem Fluchtpunkt. Du siehst, ich zeichne jetzt hier die Tischplatte und mache gleich die Seiten. Zeichne jetzt die Seiten um. Die rechte Seite. Und du siehst, wir haben hier eine Trapezform, die in den Fluchtpunkt 1 geht. Wir zeichnen hier kurz noch, wir machen den Tisch ein wenig, wie soll ich sagen, echter. Wir zeigen die Dicke der Tischplatte an und setzen uns hier Beine unten rein. Ja? So, das Bein ist vielleicht auch noch ein bisschen zu sehen, das hintere nicht. Wir haben jetzt also hier, der Tisch steht parallel zur Bildebene, zu dieser Ebene hier, also zu der hinteren Wand können wir auch sagen. Und wir sehen praktisch, dass der Tisch hier vorne breiter ist, die Tischplatte, und hier vorne hinten schmäler ist. Er fluchtet also in diesen Fluchtpunkt 1 hinein. Das Gleiche würde jetzt mit einem Bild passieren, was wir hier an die Wand platzieren. Ja? Zum Fluchtpunkt, zum Fluchtpunkt. Wir legen die Dimension des Bildes fest, zeichnen die untere und die Oberkante und du siehst, das Bild ist hier wieder größer, also höher, weil es näher an uns dran ist, und hier ist es schmäler, weil es von uns weggeht, in den Raum sozusagen rein. Das Bild ist natürlich nicht nur ein Blatt Papier, wir zeichnen hier noch den Rahmen rein. Ja? So, wir haben zwei Objekte platziert. Jetzt platzieren wir hier noch einen Sitzwürfel
auch parallel zur Bildebene. Ziehen wieder die Linien zum Fluchtpunkt 1, legen die Dimension des Würfels fest, dadurch, dass die Horizontlinie, ja, wir stehen fast in diesem Raum, können wir natürlich auf alle Gegenstände raufschauen, also auf die, die sich unterhalb dieser Horizontlinie befinden. Okay? So, ich versuche dir mal das Konstrukt hier ein wenig mitzugeben. So. Also du siehst, hier ist auch die Bildebene parallel zur die Ebene des Würfels parallel zur Ebene des Bildes, zur hinteren Wand. So, wir haben hier immer, du siehst, immer einen Fluchtpunkt. Ja? Es fluchtet immer hier hin. Wir können auch hier ganz normal nochmal einen Schrank zeichnen. Ja, und mit dem passiert genau das Gleiche. Also legst du einmal dieses System fest, geht alles ungefähr in diesen Punkt rein. Ja? Okay, so, die Senkrechten bleiben senkrecht. Hier die Senkrechten meine ich, hier steht der Schrank an der Wand oder das Regal. Es sind nur Beispielobjekte, später kannst du da rauszeichnen, was du möchtest, ja? Also rausschnitzen, was du möchtest sozusagen. So, wo habe ich denn meinen Radierstift? Hier, damit es nicht zu chaotisch wird. Ja, also du siehst, wenn wir hier Regalbögen reinlegen würden, würden die auch in diese Richtung gehen, zum Fluchtpunkt 1. Ja. Du musst nicht hundertprozentig zeichnen, wichtig ist, damit dir keine Fehler sind, ja. Also wo man denkt, hier stimmt irgendetwas nicht. Ja. So, du siehst, alles geht in diesen Fluchtpunkt. So, eingangs gestern das Problem beim Workshop war, wie verhält sich jetzt ein Würfel, der nicht mehr parallel steht, oder ein Objekt nicht mehr, sondern sich rausdreht aus der gewohnten Perspektive, die Frontalperspektive, die wir hier zeichnen wollen. Ja? Zeichnest du mit oder schaust du nur zu? Na egal. Unten im Link in der Beschreibung findest du einen kostenlosen Zeichenkurs und danach läuft dein Bleistift wie von selbst. Weiter geht's mit dem Video. Ich schreibe das mal noch rüber. VS über Eckperspektive. So, ja, also wir zeichnen, keiner stellt ja die Möbel alle so in der Reihenfolge in sein Zimmer. Ja. Sie werden irgendwann gedreht, also dem Alltag angepasst, wie man sie am besten benutzen oder gebrauchen will. Ja. Ich zeichne mal zur Erklärung, dass der Raum für dich etwas vollständiger scheint. Wir hängen uns hier noch ein Bild genauso ran, ein bisschen höher, also über die Horizontlinie. Und wir haben hier auch wieder das System in dieser Einpunktperspektive, dass das Bild hier praktisch an der Wand hängt, sich wieder zum Fluchtpunkt ausrichtet und hier hinten zeigen wir die Breite des Bilderrahmens und natürlich, da der Rahmen, das Bild oberhalb der Horizontlinie liegt, ja, können wir hier noch leicht runterschauen und du ahnst schon, es geht schon hier in den zweiten Fluchtpunkt rein. Ja, diese Linien, siehst du, die fluchten schon mehr in diese Richtung. Darauf will ich jetzt aber nicht hinaus, weil man sieht es besser, wenn wir hier ein größeres Objekt nehmen. Ja? Also hier passiert schon was. Okay, gehen wir runter. Zeichnen wir uns jetzt also hier diesen Sitzklotz ein. So, also in der Über-Eck-Perspektive. Warum über Eck? Weil die Ecke direkt vor uns ist. Ja, das kann auch so aussehen und so kommt er wieder in die normale Frontal- oder Zentralperspektive rein.
So. Und wir stellen ihn auf den Boden und haben jetzt hier die Problematik, die auch gestern war in dem Workshop zum Thema Perspektive zeichnen. Du siehst, die Seiten entwickeln jetzt neue Fluchtpunkte. Ja? Aber auf dieser Horizontlinie. Okay? So, du siehst, wir haben hier einen Fluchtpunkt und hier einen Fluchtpunkt. Die laufen zusammen, wenn wir hier eine schöne Perspektive haben wollen. So, der geht ungefähr hierhin auf der Horizontlinie und der geht ungefähr hierhin. Also die laufen zusammen. Ja? Okay? So, das bedeutet, wir hätten jetzt hier FP2 und hier FP3 beispielsweise. Die Nummern kannst du schieben, wie du willst. Wichtig ist es zur Erklärung, dass du praktisch verstehst, worum es geht. Ja? Also wir haben diesen Würfel gedreht und haben jetzt hier eine Übereckperspektive. Ja? So, ich schreibe mal hier ein Ü rein und hier ein F für Frontalperspektive. Ja? Du siehst, er bildet zwei neue Fluchtpunkte auf der Horizontlinie. Er bleibt auf unserer Ebene, wir können weiterhin raufschauen, weil er auf der Erde steht. Wäre er höher, würde er über die Horizontlinie sein, also wie ein Schornstein, der durch den Raum geht, wo ein Kamin dran ist, könnten wir nicht mehr raufschauen. Ja? So, das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, zu der Erklärung. Ja? So, also hier haben wir jeweils einen Fluchtpunkt, weil diese Kanten des Tisches, diese Kanten des Sitzmöbels und diese Kanten des Regals bleiben horizontal. Also so praktisch horizontal waagerecht zu uns. Erst wenn wir beginnen, sie zu verdrehen, kommen die beiden Seiten und bilden neue Fluchtpunkte. Das heißt, auf dieser Ebene können beliebig viele Fluchtpunkte sein. Ja? Nicht immer durcheinander bringen, dass es bloß 3 Fluchtpunkte gibt. Man kann den Würfel beliebig drehen. Ich stelle jetzt hier noch einen Würfel hin, dass es noch anschaulicher wird und bilde wieder neue Fluchtpunkte. So, ich mache den praktisch die eine Seite ein wenig länger und die andere Seite ein wenig kürzer. Hier haben wir ungefähr gleich und hier haben wir ungefähr 1/3 zu 2/3. Ja? Das heißt, dass der Würfel bildet wieder neue Fluchtpunkte. Jetzt schaue ich mal kurz in meine Kamera, ob hier alles noch drauf ist. Ja, sieht super aus. Und hier haben wir den nächsten Fluchtpunkt. Ja? Das wäre jetzt Fluchtpunkt 4. Ja? Beispielhaft. Hier. Und genauso würde es sich auch hiermit verhalten. Ich nehme mal das Lineal, das ist nicht zu... So, da würden wir hierhin gehen und hier kommen wir ungefähr hierhin. Ja? Dann sind wir genau hier und haben hier FP5. Du siehst, jedes Objekt, was sich aus dieser normalen Perspektive rausdreht, ja, Stück für Stück entwickelt neue Fluchtpunkte innerhalb des Systems. Ja, denn es ist ja klar, dass man die Möbel verschieden platziert und hindreht. Ja, das ist ganz, ganz normal im Alltag, wenn man den Raum einrichtet. Aber für die Perspektive ist es halt wichtig zu verstehen, dass die Objekte, die sich aus dieser Frontalperspektive drehen, eigene Fluchtpunkte bilden und das zeichnerisch zu erfassen. So wirst du einfach vielseitiger in deinen Zeichnungen. Ja? Das heißt praktisch, du drehst die Objekte, wie du willst, im Raum. Ja? Okay? So, noch was zur Perspektive. Wenn du hier oben jetzt Lampen reinzeichnen willst, dann werden die natürlich auch immer kleiner. Hier sind sie nah an uns dran und gehen hier in die Tiefe. Ja, und ich gehe mal hier raus, das war unser Fluchtpunkt 1. Schau mal, hier können wir auch noch
die Lampen perspektivisch richtig einzeichnen. Und schon haben wir mehr Tiefe in unserem Raum. Ja. Siehst du, was ich meine? Nah dran und sie gehen von uns weg. Okay? Und wenn jetzt hier hinten ein Fenster im Raum wäre, wäre das natürlich genau identisch mit der Bildebene, weil es ja aus dieser Wand hinten rausgeschnitten würde. Ja? Okay. Hätten wir hier praktisch ein Fenster. Ja? Also es würde sich auch nicht verdrehen. Und hier könnte man auch ein Fenster draus machen oder ganz einfach Passepartout, wie auch immer. Es würde genauso sein. Ja? Ich muss mal aufpassen, dass ich hier ein bisschen senkrecht bleibe, sonst kippt mir das zu weit weg. Das ist immer ganz wichtig zu beachten. Ja? Also so kannst du erstmal so einen Raum aufteilen und später kannst du noch mehr Sachen reinzeichnen. Ja? Ein Bett beispielsweise, hier ein kleineres Regal. Spielt praktisch, oh, jetzt bin ich an die Kamera rangekommen. Also du siehst, du kannst den Raum einrichten, wie du willst. Tisch, Stuhl, Sitzhocker hinstellen und auch verdrehen, wie du willst, mit dem Wissen, ja, dass jedes Objekt neue Fluchtpunkte erzeugt. Vielseitig werden und den Raum ausrichten. Ja. Du kannst dich zum Beispiel in dein Zimmer setzen und genau so eine Zeichnung anfertigen. Das ist immer das Beste, dass du das probierst. Wenn du Stühle, Tische, Bilder vor dir siehst, setz dich in die Mitte deines Raumes, schau hinten auf die Wand, dass es parallel zu dir ist in einer Ebene und dann schau, wie die einzelnen Objekte angeordnet sind, wie du sie hingestellt hast. Ja? Und dann kannst du sie ganz einfach zeichnen und kannst aber auch deine Wohnung oder deinen Raum umräumen, wie du willst, ja? Ohne die Möbel in die Hand nehmen zu müssen. Also das macht auch richtig Spaß, ja? Wenn man da verschiedene Konstrukte sich zeichnet. Also, mich würde noch interessieren, wo hast du die größten Herausforderungen für dich in der Perspektive? Ist es in der Frontal-, in der Übereck oder gar in der Vogelperspektive oder in der Froschperspektive? Also wenn du Fragen zu den einzelnen Perspektiven hast und etwas wissen möchtest, schreib es mir gern unten in die Kommentare rein.